Die Aue ist das an ein Fließgewässer angrenzende Gebiet, welches bei Hochwasserabflüssen überschwemmt wird und dem Fluss den nötigen Raum zum Ausufern gibt. Indem sie Wasser zurückhält, kann die Aue so eine Retentionswirkung entfalten und einen wertvollen Beitrag zum Hochwasserschutz der weiter flussabwärts gelegenen wirtschaftlichen Aktivitäten und Gemeinden leisten. Natürliche Überschwemmungsgebiete spielen im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements eine zunehmend wichtige Rolle, da sie eine effiziente und nachhaltige Lösung darstellen, um die abfließende Hochwasserwelle zu dämpfen. Das Überschwemmungsgebiet Oberfüllbruch ist Teil des Bruchwaldes Füllbruch-Foggenau, grenzt an den Pfinz-Entlastungskanal an und weist Ähnlichkeiten zu einer natürlichen Flussaue auf. Das Überschwemmungsgebiet wird derzeit als ungesteuerter Retentionsraum genutzt und soll unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange zu einem gesteuerten Retentionsraum ausgebaut werden, welcher dann im Hochwasserfall kontrolliert geflutet wird, um die Hochwasserspitze zum richtigen Zeitpunkt zu kappen. Der Retentionsraum ist ertüchtigungsbedürftig laut der vertieften Sicherheitsüberprüfung. Neben der Verbesserung der Standsicherheit der Dämme wollen wir hier auch den Hochwasserschutz verbessern. Dafür soll anstelle der Dammscharte ein Schlauchwehr erstellt werden, das gesteuert zukünftig die Hochwasserwellen entlastet. Durch die gesteuerte Flutung des Retentionsraums kann der Hochwasserschutz weiter optimiert werden, ohne die ökologische Funktion des Bruchwaldes zu gefährden. Im Zuge des Ausbaus soll ein Schlauchwehr im rechten Stauhaltungsdamm des Pfinz-Entlastungskanals errichtet werden. Durch die schräge Anströmung des Schlauchwehrs mit hohen Fließgeschwindigkeiten ergeben sich in Bauwerksnähe Fragen zur Sohlbelastung sowie zur hydraulischen Leistungsfähigkeit. Des Weiteren sind Untersuchungen zum Entleerungsbauwerk durchgeführt worden, welches im Anschluss an ein Hochwasserereignis den gefluteten Retentionsraum entleeren wird. Da der Zufluss über das Schlauchwehr in den Retentionsraum maßgeblich über die Regelung der Roßweitschleuse gesteuert wird, wurden ebenfalls hydraulische Modellversuche zum Bestandsbauwerk Roßweitschleuse durchgeführt. Optimale Voraussetzungen für die Bearbeitung hydraulischer Fragestellungen wie der Überprüfung der Leistungsfähigkeit wasserbaulicher Anlagen mittels physikalischer Modellversuche bietet das Hubert-Engels-Labor der Technischen Universität Dresden. Die interagierenden Zusammenhänge zwischen Abfluss, Wasserstand, Fließgeschwindigkeit, Turbulenz, Sohlschubspannung und der räumlichen Geometrie der Fließgewässer mit Bauwerken und Vegetation sind oftmals sehr komplex. Da wir sie in der Regel nicht im Ereignisfall in situ messen können, nutzen wir im wasserbaulichen Versuchswesen zur Untersuchung dieser Zusammenhänge maßstabsgetreue naturähnliche Abbildungen in Form von physikalischen oder, wie man auch sagt, gegenständlichen Modellen. Grundlegend ist die Erkenntnis und Einhaltung der Ähnlichkeitsgesetze, die hier im Wesentlichen die Forderung beinhalten, dass die Frutzahl in situ der Frutzahl des Modells entspricht, also das Verhältnis der Trägheitskräfte zu den Schwerekräften gleich sein muss. Dann stellen sich auch unter Beachtung der geometrischen Ähnlichkeit ähnliche Wasserspiegellagen und Geschwindigkeiten ein, denn die Physik der Strömungsvorgänge ist in Natur und Modell gleich. Auf jeden Fall ist das millimetergenaue Arbeiten an Bauwerken von größter Bedeutung. Die Erfassung der relevanten Bruchkanten und der Systemrauheit und die praktikable Aufprägung der Randbedingungen. All das muss streng überwacht und abgeglichen werden zwischen den Messwerten in der Natur und dem Modell. Und dabei hilft der Einsatz moderner Messmethoden. Diese sind es ohnehin, die heute den hohen Wert der gegenständlichen Modelle ausmachen. Moderne, hochdigitalisierte Messmethoden und Prozessabläufe erlauben uns heute einen schnellen, hochauflösenden Blick in die Modelle und eine Datenaufnahme, die in numerischen Modellen genutzt werden kann. Damit plausibilisieren wir die numerischen Modelle und kontrollieren die Naturnähe der Abbildung. Es gibt also einen direkten Zusammenhang über den Datenaustausch zwischen Natur- und physikalischem sowie numerischem Modell.
Exemplarisch für ein hydraulisches Modell nach dem Fruitschen Ähnlichkeitsgesetz ist das Flächenmodell Oberfüllbruch. Der Schwerpunkt der Modelluntersuchung hier liegt auf der Beschreibung der charakteristischen Strömungsverhältnisse an der Wehranlage sowie auf der Erfassung der Leistungscharakteristik. Wir können hier beobachten, wie das Wasser aus dem Finzen-Lastungskanal über das Schlauchwehr mit gelegtem Schlauch in den Retentionsraum Oberfüllbruch fließt. Charakteristische Strömungsverhältnisse am Wehrbauwerk werden dabei unter anderem mittels Wollfäden sichtbar gemacht. Das Wasser wird anschließend über den gerodeten Bereich, welcher hier in grün dargestellt ist, in den Retentionsraum weiter verteilt. Der erhöhte Fließwiderstand durch die Gehölzvegetation im Überschwemmungsgebiet wird durch eine schwarze Würgelegestruktur simuliert. Für die technischen Bauwerke des Modellaufbaus wurden zunächst digitale 3D-Modelle erstellt. Exemplarisch ist hier die Kubatur des zweifeldigen Schlauchwehrs mit unterwasserseitig gelegenem Entleerungsbauwerk dargestellt. In den Werkstätten des Hubert-Engels-Labors stehen für die maßstabsgetreue Modellierung komplexer Anlagenteile geeignete Möglichkeiten zur Verfügung, sodass für jeden Anwendungsfall das optimale Fertigungsverfahren verwendet werden kann. Für den Versuchsaufbau Oberfüllbruch wurden die Bauwerke hochgenau mit Hilfe einer CNC-Fräse aus Forex-Material herausmodelliert. Zur Profilierung der maßstabsgetreuen Geländeoberfläche sind Querprofile aus Holzschablonen aufgeständert worden, deren Zwischenräume mit einer Sandauffüllung versehen werden. Den Abschluss bildet eine Betonschicht, welche bündig mit den Querprofilen abschließt. Zur Überprüfung der Modellgenauigkeit und als Qualitätssicherungsmaßnahme wurde nach Abschluss des Modellaufbaus das physikalische Modell mittels 3D-Laserscans aufgemessen und mit den Planungsunterlagen abgeglichen. Nach anschließender erfolgreicher hydraulischer Modellkalibrierung können schließlich die Modellversuche starten. Die Grundlage für erfolgreiche hydraulische Modellversuche bildet immer ein umfassendes Messkonzept. Die aufgezeichneten hydraulischen Parameter erlauben es, Abflusskurven, aber auch Abflussbeiwerte für unterschiedlichste Steuerungsszenarien zu ermitteln und auf diese Weise die hydraulische Leistungsfähigkeit von wasserbaulichen Anlagen zu überprüfen. In den Modellversuchen Oberfüllbruch hat sich gezeigt, dass der geregelte Retentionsraum mit neu geplanten Schlauchwehren nun bis zu einem 100-jährlichen Hochwasser ausreichend leistungsfähig ist. Mit einem einfachen Farbtracer wie hier Kaliumpermanganat können charakteristische Strömungsverhältnisse am Wehrbauwerk anschaulich visualisiert werden. Es ist gut zu erkennen, dass der Mittelpfeiler durch seine senkrechte Ausrichtung zur Kanalachse bei einer schrägen Anströmung zu einem Strömungsschatten sowie Wirbelablösungen führt. Der Pfeilerstau lenkt zusätzlich den hydraulisch wirksamen Abflussbereich auf dem mittleren und unterwasserseitigen Abschnitt eines jeden Wehrfeldes ab. Im Anschluss an die Modellversuche erfolgt eine ausführliche Dokumentation der Untersuchungen, in welcher die aufbereitete Datenauswertung zusammengefasst wird. Die Ergebnisse können dann zur Optimierung der Bauwerksgeometrien und zur Anpassung des Steuerungskonzeptes verwendet werden. Der Vorteil physikalischer Modellversuche wie diesem hier ist es, dass verschiedenste Flutungsszenarien simuliert werden können und präzise vorhergesagt werden kann, wie sich die hydraulischen Bedingungen in einem Hochwasserfall einstellen werden. Wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit, das ist grundlegend wichtig, zwischen Auftraggeber, Planer und uns. Und wir sind sehr froh, dass wir sehr gute Daten bekommen haben. Sehr gute Daten vom Kanal, von der Roßweitschleuse, aber auch hier von der Auelandschaft, die wir ja im Modell skaliert 1:20 im Labor aufgebaut haben. Für uns war es wichtig gewesen, von Ihnen bestätigt zu bekommen, dass unsere Planung grundsätzlich funktioniert, und für die Verbesserungsvorschläge sind wir Ihnen sehr dankbar. Wir hatten im Vorfeld ja das Ganze schon als numerisches Modell dargestellt gehabt, und unsere Planer haben mir empfohlen, das Ganze dann physikalisch nachstellen zu lassen. Und dann die Ergebnisse von Ihnen von der Technischen Universität Dresden sind für uns sehr wertvoll. Zu Ihrer Frage, wie geht es jetzt weiter? Tatsächlich hatten wir jetzt vor kurzem mit der